Hallo zusammen. Ja, ich wollte euch doch noch mal ganz kurz von unserem Unfall in Schweden berichten. Ja, wir hatten ja leider da einen Auffahrunfall, also uns ist jemand hinten aufgefahren. Wir waren auf der E6 von Göteborg aus Richtung Norden unterwegs. Und dann müsst ihr euch das so vorstellen: dreispurige Autobahn, Stop and Go, wir auf dem mittleren Fahrstreifen. Und wir waren gerade auf der Höhe einer zusätzlichen Auffahrt. Also es waren insgesamt dann also diese 4 Fahrspuren. Ja, wir ganz gechillt, wir hatten ja Zeit. Ja, Stop and Go and Stop und buff. Da haben wir gemerkt, es ist uns einer hinten drauf gefahren. War nicht dolle, aber ja, man merkt's. Und ihr wisst ja alle, was man in so einem Fall macht. Unfall auf der Autobahn, Ruhe bewahren, die Warnweste anziehen, bevor man aussteigt, die Unfallstelle absichern und den internationalen Unfallbericht natürlich mitnehmen. Was haben wir gemacht? Nichts davon. Wir sind hektisch aus dem Auto gesprungen, ab nach hinten und bingo, da standen sie vor mir, meine männlichen Vorurteile. Frau am Steuer, Muslima, komplett verschleiert, stark geschminkt, Gold behangen, solche Fingernägel, dann noch mit Goldapplikationen, die auch noch überstanden vorne. Ja, ich denke, das hat ja wunderbar geklappt. Kam mir vor wie so eine, ich sag jetzt mal, Influencerin aus Dubai, die gerade in Schweden Urlaub machte. Ja, meine Frau hat in Todesangst da zwischen den Autos hinten Fotos gemacht und gefilmt. Ich wieder rein in den Wagen, erstmal die Polizei angerufen. Ja, da fallen einem in der Hektik auch die einfachsten englischen Vokabeln nicht ein. Auf jeden Fall hat der Polizist mich doch verstanden, hat dann auch irgendwann gesagt: Okay, ich weiß, wo ihr seid, ich sehe euch. Ob die vielleicht sogar Kameras hatten, keine Ahnung. Gibt es Personenschäden? Nein. Laufen irgendwelche Betriebsstoffe aus, Öl, Diesel, Benzin? Ich sage nein. Ja, sagt er, dann kommen wir nicht. Machen Sie, dass Sie die Fahrbahn wieder frei machen, möglichst schnell. Okay, ich also wieder raus. Ja, meine Frau Gitta hatte dann inzwischen von der Unfallverursacherin auf Video das Zugeständnis, dass sie den Unfall da verursacht hatte. Eine Versicherung war angeblich nicht vorhanden oder wusste sie nicht, denn das war auch nicht ihr Fahrzeug, das war das Fahrzeug ihrer Mutter. Ja, ich sage, Führerschein würde ich gerne sehen. Ja, den hat sie dann auch kurz rausgeholt und ich sage, macht mal eben ein Foto. Nee, das wollte sie wieder nicht, wieder weggesteckt. Also wir hatten eigentlich nichts. Es war, also ihr könnt euch das nicht vorstellen, es war wahnsinnig laut auf dieser Autobahn, wenn der Verkehr, der fing da wieder an zu rollen. Rechts und links LKWs, PKWs. Einige haben freundlich natürlich auch noch gehupt, ne, weil wir da ja nun ein schönes Verkehrshindernis waren. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, wir hatten nichts, keinen Namen, keine Adresse, zumindest haben wir da nichts verstanden. Außer dem Kennzeichen, was wir da vom Fahrzeug fotografiert hatten. Ja, also wir dann also wieder in den Wagen und in dem Moment, wo ich losfuhr, sah ich noch so im Seitenspiegel einen großen Feuerwehrwagen mit Blaulicht auf die mittlere Spur kommen, der sich dahinter setzte. Vielleicht kam der zufällig vorbei, auf jeden Fall hat er damit natürlich auch diese Unfallstelle abgesichert. Aber ich war schon angefahren und denke, jetzt bleibst du auch nicht mehr stehen. Also weiter. Ja, bis zur nächsten Abfahrt war dann ein ganzes Stück. Da bin ich dann runter und habe erstmal die losen Teile hinten der Schürze. Das ist ja alles aus Plastik an dem Wohnmobil, die ganze Stoßstange. Dann mit Panzerband wieder getaped. Die elektrischen Teile waren zum Glück alle nicht beschädigt, also die Parksensoren, die Lichter, Bremslichter, Reflektoren, war alles noch in Ordnung. Also konnte also der Weiterfahrt nichts im Wege stehen. Ja, wir haben das dann natürlich auch unserer Versicherung sofort gemeldet. Wir haben sogar eine Auslandsschadensschutzversicherung, die hatten wir abgeschlossen, beziehungsweise die haben wir immer schon gehabt, weil wir ja auch viel im Ausland unterwegs sind, haben gedacht, jetzt können wir die mal schön nutzen, weil dann wird der Unfall ja so behandelt, als wenn man im Inland einen Unfall hätte. Ja, Pustekuchen, denke ich mal. Man hat uns dann die Telefonnummer
der deutschen Versicherungsunternehmer da gegeben, die sowas dann handeln bei einem Auslandsschaden. Ja, da haben wir unseren Schaden gemeldet und die haben dann recherchiert, wem dieses Fahrzeug gehört und wie es versichert ist in Schweden. Das hat ungefähr eine Woche gedauert und mit diesen Angaben durften wir dann wieder zu unserer Versicherung. Das ist die HUK. So, man hat aber dann auch festgestellt, der schwedische Versicherer ist vertreten bei Schäden mit deutschen Fahrzeugen in Deutschland von der HUK. Also das war schon mal positiv, alles so in einer Hand, haben wir gedacht. Klappt dann wunderbar. Ja, wir bekamen dann von unserer Versicherung noch einen umfangreichen Fragebogen zugeschickt, den wir doch bisher ausfüllen sollten und zurückschicken. Ja, jetzt macht das mal im Urlaub auf dem Handy, füllt dann mal einen Bogen aus. Also wir haben dann nochmal angerufen und haben gesagt, wir sind hier noch einige Wochen unterwegs. Das können wir jetzt nicht. Wir melden uns, sobald wir wieder zu Hause sind. Ja, das wäre auch okay. Ja, die Reise hat ja dann nicht so lange gedauert, wie wir eigentlich geplant hatten. Wir sind ja dann nach gut 3 Wochen, nachdem mein jüngerer Bruder verstorben war, auch sofort wieder zurückgefahren. Ja, dann haben wir das mit der Versicherung regeln können. Dann hat es allerdings ungefähr 6 Wochen gedauert, bis die Kostenübernahme kam. Ich war zwischenzeitlich zu meinem Wohnmobilhändler gefahren, zur Werkstatt, und habe den Schaden gezeigt. Die haben sich das angesehen. Ich sage, prima Mensch, da könnt ihr die Teile ja schon bestellen, weil wir wollen ja dieses Jahr noch mal unterwegs sein. Ja, ich bestelle gar nichts, solange ich hier nicht die Kostenübernahme von der Versicherung habe. Ja, ich sage, zur Not bezahle ich das selbst. Nee, da warten wir, also ich bestelle jetzt nichts. Ja, dann hat es eben erstmal diese 6 Wochen gedauert, bis die Versicherung zugesagt hatte. So, dann hat er die Teile bestellt und dann bekam ich die Nachricht, ja, bei Adria haben die natürlich Lieferzeiten auf solche Teile. Unser Wohnmobil ist ja inzwischen auch schon fast 9 Jahre alt. Also er hätte jetzt einen Werkstatttermin für uns im November. Ich sage, toll. Ich sage, ich habe zwischenzeitlich aber noch einen TÜV-Termin. Ja, das könnte vielleicht ein Problem sein. Ich habe mir gedacht, nee, komm, die Teile sind ordentlich festgeklebt, da steht nichts über, keine scharfen Kanten, alles andere funktioniert, dann komme ich auch beim TÜV klar. Ist ja auch so gewesen. Ja, also das war's von hier aus erstmal zu diesem Unfall, den wir da hatten und wie es so abgelaufen ist. Und ich sag mal, jetzt seid ihr dran. Also, bis demnächst. Ciao.